Hallo zusammen, hi everyone. Ich habe hier ein Bild, das ist 40 auf 50 cm. Soll ein Bild für meine Frau werden. Ich hoffe, ich mache es gut. Drückt mir die Daumen. Habe hier zwei dicke Becher schwarz, habe hier weiß, habe Gold und Rot. Ich würde es auch wieder so ähnlich machen mit dem Schnabelbecher. Ihr hat das so gefallen und jetzt probiere ich nochmal sowas hinzubekommen. Und dann schauen wir doch mal, was ich reinmache. Zwar Silikon, 100 diesmal, das ganz dünne Silikon. Und ich denke mal, ich mache dort 3 Tropfen rein. Ja, trotzdem wollte ich sagen, und zwar etwas mehr. Ja, ich mache sogar 4 Tropfen rein oder 5, egal. Ich mache immer ein bisschen mehr oder lieber ein bisschen mehr. Macht einfach mehr Spaß. Okay. Etwas rühren. So. Ich würde aber noch kurz die Kante ein bisschen vorstreichen. Sicher ist sicher. Dann seht ihr auch schon, wo es hinausläuft. Also schwarz soll der Hintergrund sein. So. Alles schön bedecken, dann haben wir die Kanten auch schon ein bisschen voll Farbe. Auch schon mal gut. Wenn die Kanten immer schon voll sind. So, kurz ein bisschen abwischen. Und dann geht es auch schon los. So, wo ist er? Der Schnabelbecher. Da ist er. Okay. Setze ich mal das Gold unten rein. Nein, das Rot. Ihr seht, ich lasse es nicht so von weit oben laufen. Dann vermischt sich dieses Mal nicht so arg. Nimm mal einen Ticken Schwarz dazu. Den lasse ich jetzt aber ein bisschen durchlaufen. So. Also das Weiß, das Gold und das Rot ist eigentlich halbtransparent. Nur das Schwarz ist deckend. Dann wisst ihr das auch. So, jetzt hebe ich das wieder ein bisschen an. Das ist diesmal nicht von ganz oben, also ich möchte es mehr in der Mitte halten. Jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt das Gold.
Das Gold ist etwas einseitig. Ich glaube, ich habe es auch diesmal ein bisschen dickflüssiger gemacht. Aber gut. Ja, aber kommt gar nicht so schlecht. Ich werde es jetzt wieder außenrum etwas schwarz machen. Also statt weiß dieses Mal schwarz. So. Schön zusammenlaufen. Das lasse ich jetzt erstmal so. Habe natürlich eine Farbe übrig. Ich werde jetzt auch wieder außenrum etwas machen. Setze dann noch mal ein bisschen Farbe an. Lass es dieses Mal aber von weiter oben runterlaufen, also richtig mischen. Ups. Nehme auch wieder ein bisschen Schwarz dazu. Na, das lasse ich mal. Ups. Hier brauche ich noch was. Nehme den Rest dazu. Und vielleicht noch ein bisschen Schwarz. Okay. Machen wir jetzt auch noch was Schönes hier. So. Entschuldigung, ich mache hier natürlich auch schwarz außenrum. Schwarz habe ich ja noch gut viel Farbe. Na komm schon. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr nicht zu dunkel ist. Wir schauen mal.
Hier machen wir noch zu. Okay. Nicht okay. Ja, Google. Sobald ich okay sage, fängt mein Handy an. So. Jetzt kommt nicht das Schöne wieder durch das Auseinanderlaufen lassen. Nicht zusammengehen. Ich schaue nur, dass das Rot nicht mit dem Schwarz zusammenläuft, beziehungsweise diese beide Rots. So, jetzt lasse ich das nämlich so. Schau, dass ich die Farbe noch an die Kanten bekomme. Ganz wichtig. Na, was ist los? So. Gut, den Rest mache ich nachher noch. Da braucht ihr nicht zuschauen. Aber ich finde es ganz cool. Ich muss es leider ein bisschen erhitzen, und zwar hat es ein paar Luftblasen drin. Aber nicht viel, weil dann lasse ich das nämlich auch so. Ich finde es cool. Man kann da natürlich noch ein bisschen spielen. Und das sieht jetzt fast schon wieder aus wie so ein Hühnerschnabel, also Hühnerkopf. Ja gut, da kann man jetzt natürlich noch ein bisschen spielen. Dass man das ein bisschen rauszieht, wie so ein Hahnenkamm. Hier das Auge, ne? Hier der Schnabel. Okay, ich muss mal leicht erhitzen. So, das dürfte reichen. Und ihr seht, es läuft noch ein bisschen auseinander durchs Erhitzen. Okay, passt. Jetzt hoffen wir einfach, dass ihr gefällt. Ich lasse es jetzt noch mal kurz für 10 Minuten einwirken. Dann seht ihr vielleicht noch ein bisschen, wie es noch ein bisschen auseinandergelaufen ist. Aber ich finde es eigentlich coole Effekte. Seht ihr, da müsst ihr aufpassen, da ist fast schon wieder zu eng geworden mit dem Schwarz. Aber gut. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Und seht ihr mal die Effekte. Wir können hier anfangen.
Das sieht auch noch, wie es ein bisschen auseinander geht noch. Und wie gesagt, hier ist fast schon wieder zu eng, ne? Das war nicht so gedacht. Ich wollte mehr Schwarz dazwischen lassen. Also denkt dran, für euch auch lieber ein bisschen mehr Schwarz, weil es läuft noch ein bisschen zusammen wieder. Okay. Hier läuft es schon bis zum Rand raus. Ich zeige euch einfach mal den ganzen Ring. Und es läuft natürlich ein bisschen stärker, weil ich habe das dünne Silikon 100 genommen. Aber ich finde es cool, vor allem dieses hier. Also richtig genial. Jetzt kommen wir noch zu der Mitte, hier zu meinem kleinen Hahnkopf. Da hat sich jetzt natürlich auch nochmal eine Zelle gebildet. Am Schnabel vorne. Aber gut. Und ich denke mal, ein bisschen läuft es einfach noch. Aber jetzt schauen wir mal, ob es hier gefällt oder nicht. Und ob es euch gefällt, muss man auch dazu sagen. Ich hoffe doch, also ich finde es richtig cool, vor allem wie gesagt hier. Genial. Also gut, dann war es das schon wieder von mir. Mein Handy tut auch schon wieder. Ich wünsche euch was und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, bye.